Hallo zusammen und herzlich willkommen. Wie ihr sehen könnt, hier liegt ein kleiner schwarzer Koffer, da steht Launch drauf. Das Ganze ist ein Diagnose- und Servicegerät. Das habe ich mir gekauft, als ich mir den Audi zugelegt habe. Bisher hatte ich ja immer nur spezifische Tester für BMW, weil eben ich hauptsächlich BMWs gefahren bin und mein Maserati, den gebe ich tatsächlich immer zur Wartung, das heißt, da brauche ich das nicht. Das Gerät kann aber mehr als nur Audi. Ihr habt ja in dem einen Video gesehen, ich habe noch einen Opel gekauft, vielleicht mit etwas Glück, ich weiß es gar nicht, ist ja Baujahr 98. Ich glaube, ab 2000 war Vorschrift, dass man OBD-Anschluss hat. Ob der Opel einen hat, weiß ich nicht, aber wie gesagt, mit dem Gerät kann man prinzipiell unterschiedliche Marken scannen oder auch Servicefunktionen abrufen. Und ihr habt ja auch gesehen, in letzter Zeit habe ich einiges im Bereich Service am Audi gemacht. Was ich aber tatsächlich nie gemacht habe, ist die Serviceinformationen im Fahrzeug zurückzustellen. Und deswegen kommt auch heute dieses Video, denn bei mir ist jetzt die Information angegangen, dass der Service notwendig ist, was das Auto natürlich nicht weiß, dass ich es bereits geserviced habe. Und da ich eben vergessen habe, die Infos zurückzustellen, kam jetzt dieser Hinweis. Bedeutet, heute probieren wir einmal das Gerät zum ersten Mal auch wirklich zu nutzen, um solche Informationen zu verändern. Bisher habe ich es ja nur verwendet, um Fehlercodes auszulesen bzw. zu löschen. Ich hatte es eigentlich gekauft, um mir die Steuereinheit von dem Beifahrersitz, das war ja eines der ersten Videos, die ich zum Thema Audi gemacht habe. Da habe ich ja die Sitzverstellung am Beifahrersitz repariert, da war das Steuergerät kaputt, habe das getauscht. Und bei VW ist es aber so, dass man Steuergeräte nicht einfach tauschen kann, sondern die Steuergeräte werden immer mit dem Fahrzeug gekoppelt. Und jetzt dadurch, dass ich ein anderes Steuergerät verbaut habe, geht zwar die Sitzverstellung, aber im Fehlerspeicher steht eben immer drin, dass er mit diesem Steuergerät nicht kommunizieren kann, weil das Steuergerät eben nicht für das Auto freigeschaltet bzw. angelernt ist. Meine Idee war, dass ich das damit kodieren kann. Leider, dadurch, dass es ein anderes Steuergerät ist, also aus einem anderen Fahrzeug, greift da dieser Diebstahlschutz. Das heißt, generell wird da jetzt erstmal davon ausgegangen, dass es sozusagen ein geklautes Bauteil ist und ich kann gar nicht darauf zugreifen. Also sprich, ich kann mit dem Tester gar nicht in Richtung des Beifahrersteuergeräts kommunizieren. Da muss ich dann irgendwann wahrscheinlich wirklich nochmal zu Audi und mir das kodieren lassen. Es erzeugt aber keinen direkten Fehler, deswegen steht das ganz, ganz unten auf meiner Prioritätsliste. Und jetzt hätte ich gesagt, schauen wir einmal, ob ich es schaffe, mit diesem Tester die Serviceinformationen zurückzusetzen. Ich blende euch jetzt einmal ein, wie das dann nachher aussieht und wo ihr das im Fahrzeug findet. So, jetzt ist der Ton wahrscheinlich nicht so gut, weil ich mit der GoPro filme, aber das ist einfach ein bisschen leichter und weniger wackelig für euch. Und wir schauen mal, wie es im Auto dann aussieht. Bedeutet, ich stecke jetzt hier einfach, wie gesagt, Schlüssel ein, gehe auf Zündung. Normalerweise müssten wir jetzt hier auch das MMI bekommen. Jawohl. Das habe ich übrigens auch kodiert, das habe ich mit VCDS gemacht, dass hier diese S6-Info kommt. Da werde ich vielleicht auch irgendwann noch mal ein Video machen, wie das aussieht, wenn man eben mit VCDS arbeitet. VCDS ist nochmal eine andere Art von Tester, womit man auch eben auf die Steuergeräte zugreifen kann. Und weil ich diese Codierungsfunktion in dem Launchgerät nicht so geil fand, habe ich eben, wie gesagt, da für das Codieren des MMI auf das VCDS-Gerät zurückgegriffen. Das muss man dann mit dem Laptop einrichten und so weiter. Wenn ihr da Interesse habt, schreibt das gerne in die Kommentare, dann mache ich da mal ein Video, wie das mit VCDS aussieht. Wie gesagt, hier sind wir jetzt im MMI-Interface und wenn wir jetzt hier unten gucken, wow, zu weit. Wenn wir jetzt hier unten gucken und wir gehen eben sozusagen auf die Fahrzeuginformation im Display. Jetzt müsstet ihr das sehen können. Wir sind also über die K-Taste hier auf die Fahrzeuginformationen gegangen, können hier eben verschiedene Infos abrufen. Um den Launch-Tester, wie gesagt, mit dem Fahrzeug zu verbinden, braucht ihr auch die Fahrzeug-ID-Nummer. Bei mir funktioniert das automatische Scannen nicht, aber die Fahrzeugnummer oder die VIN könnt ihr eben hier unter Fahrzeug-ID bei eurem Audi dann angezeigt bekommen und dann könnt ihr die einfach abtippen, also sprich manuell eingeben. Und jetzt gehen wir hier auf Serviceintervall. So, jetzt habt ihr das wie gesagt gesehen, wie das aussieht, wo man das findet. Und jetzt probieren wir einmal mit dem Tester diese Information zurückzusetzen. So, jetzt sind wir hier im Auto. Ich habe wie gesagt den Tester schon angeschlossen. Was jetzt noch fehlt, ist die Eingabe der Fahrzeug-VIN. Da ist es jetzt so, das wird hier bei meinem Auto und dem Tester nicht automatisch erkannt. Da gehe ich ins Bordmenü. Dort findet sich die Information. Ja, das mache ich jetzt mal schnell und dann gucken wir, ob wir da eine Servicefunktion finden. So, ich habe jetzt die VIN bestätigt. Jetzt versucht er die Fahrzeuginfos zu lesen.
Hat er jetzt erkannt. Jetzt normalerweise macht er immer noch mal so einen schnellen Scan. Das kann auch mal ein bisschen dauern. Genau, da lassen wir ihn jetzt mal kurz den Schnelltest ausführen. Ja, jetzt piepst er ein bisschen rum. Ich schaue mal, dass ich die Kamera für euch ein bisschen besser positioniert bekomme. So, die Diagnose ist jetzt abgeschlossen. Da können wir jetzt hier einmal rausgehen. Ein paar Fehler hat er erkannt. Bedieneinheit, das ist eben hier Sitzverstellung mit Memory. Das müsste das Beifahrermodul sein. Dann Sensor für Luftgüte, den habe ich schon relativ lange drin. Ja, da muss ich einfach mal gucken, was das dann nachher genau bedeutet. Was haben wir noch? Ja, nochmal Sitzverstellung Beifahrer, Hupenbetätigung, ja, Ruhestrom, okay, Batterie, ja, da habe ich auch häufiger, dass da es ein bisschen Probleme mit der Batterie gibt. Lassen wir das erstmal drin, darum geht es ja gar nicht. Genau, Diagnosesitzung beenden. So, jetzt sind wir hier in dem Hauptmenü, wo wir eben verschiedene Funktionen haben. Und da hätte ich gesagt, wir schauen jetzt einmal, dass wir über Servicefunktionen vielleicht das Ganze finden. Ne, das sind jetzt eher Funktionen, wie man Wartung ausführt. Schauen wir einmal unter OBD2. Ne, das scheint auch nicht das Richtige zu sein. Da finden wir jetzt eher Informationen zur Schnittstelle selber. Da gehen wir auch nochmal raus. Vielleicht unter Diagnose. Ah, okay, hier können wir nochmal über, da könnte sich das drunter verstecken. Das heißt, wir gehen hier mal auf Audi, bestätigen das. Ich habe das tatsächlich noch nie bedient, deswegen muss ich mich da jetzt auch mal durchwühlen. Bisher habe ich eben immer nur Fehlercodes gelesen oder gelöscht, beziehungsweise das mit dem Codieren probiert, was aber hier ja nicht ging. Dafür, wie gesagt, wenn ihr Interesse habt an dieser Codierungsgeschichte, mache ich mal noch ein Video zu VCDS. Sonderfunktion, Wartungsinformationen, das klingt vielleicht ganz gut. Diagnoseverfahren, nee. Sonderfunktion, schauen wir mal hier rein. Service zurücksetzen, das klingt doch gut. Das klingt nach dem, was wir wollen. Gehen wir hier rein. Es gibt eine automatische und eine manuelle Rückstellung. Oder es gibt das nach Fahrzeugmodell. Gehen wir doch mal auf die manuelle Rückstellung. Wählen hier unseren A6 S6 aus. Ist jetzt mein Baujahr nicht dabei, wir probieren es trotzdem. Okay, das sind nur Informationen. Okay, also hier findet man die Informationen, wie man das manuell zurückstellen kann. Das wollen wir ja gar nicht. Insofern gehen wir auf die Rückstellung über das Fahrzeugmodell, wählen hier unseren A6 aus und machen hier mal größere Wartung. 30.000 Kilometer. Manuell willkürlich einstellen. Probieren wir mal die 730 Tage aus. Ah ja, okay. Jetzt haben wir also hier die größere Rückstellung gemacht. Wir kriegen auch die Information, dass sollte die Warnmeldung noch da sein, wir dann gegebenenfalls nochmal klein zurückstellen müssen. Das heißt, da gibt es wohl zwei Speicher im Steuergerät, also einen für die kleineren Wartungsintervalle und einen für die größeren Wartungsintervalle. Und je nachdem, man kann scheinbar nicht direkt erkennen, um welchen Intervall es sich handelt, muss man dann eben klein oder groß zurückstellen. Wir haben jetzt einmal groß zurückgestellt. Machen wir das Ganze doch auch nochmal mit der kleineren Wartung. Und machen hier dann vielleicht, wo haben wir das? Hier die 30.000 nochmal. Stellen das auch nochmal alles zurück. Dann muss man eben, hier ist eben der Hinweis bei der kleinen, wenn das nicht geholfen hat, eben noch die große zu machen. Jetzt haben wir beides gemacht. Wir haben klein und groß zurückgesetzt und jetzt schauen wir einmal, wie es im Armaturenbrett aussieht. So, wir haben ja jetzt den kleinen und den großen Service zurückgesetzt. Das Ganze filme ich jetzt hier mit der GoPro. Der Ton ist da nicht so ideal, aber ist einfach leichter für euch dann zu erkennen. Wir sind, wie gesagt, im K-Menü. Das bedeutet, ich zeige euch das einmal hier unten. Wir sind auf die Taste K gegangen, um eben diesen Bildschirm dort oben aufzurufen. Und über die Taste K, wie gesagt, habe ich euch ja eben gezeigt, habt ihr dann die Möglichkeit, hier diesen Bildschirm mit den Fahrzeuginfos aufzurufen. Da haben wir diverse Möglichkeiten in Bezug auf die Fahrzeugmodelle
Einstellungen und haben eben hier auch unseren Serviceintervall. Da war ja, wie gesagt, die Warnung drin. Kann ich euch nochmal einblenden, wie das aussah. Jetzt haben wir das ja zurückgesetzt, klein und groß. Und haben auch hier keine Informationen mehr. Bedeutet, der meldet sich dann erst, wenn wir wieder an diesen Zeitraum herankommen, den wir eben eingestellt haben. Ich habe jetzt 30.000 Kilometer eingestellt. Das ist aber nicht der Zeitraum, den ich wirklich abwarten werde. Ich werde natürlich die Wartungsintervalle deutlich kürzer halten. Wie gesagt, spätestens alle 10.000 Kilometer mache ich da immer Ölwechsel, einmal im Jahr. Dann entsprechend die Bremsflüssigkeit und Getriebeöl alle 2 Jahre, dass ich da eben ein bisschen was tausche und dann eben alle 5 Jahre nochmal einen großen Getriebeöl-Service mit Filter und so weiter. Bedeutet, das ging jetzt nur darum, dass ich eben hier nicht mehr diese penetranten Meldungen bekomme. Ich führe da ja relativ akribisch Buch darüber, habe ein extra System dafür. Also sprich, zu Hause habe ich einen Server, auf dem laufen verschiedene Softwarekomponenten, unter anderem eine Softwarekomponente, in dem ich meine privaten Informationen so ein bisschen verwalte. Da sind auch zu jedem Auto eben Wartungsinformationen hinterlegt in meinem System, zusätzlich auch Handbücher und so weiter und so fort, damit ich das alles digitalisiert ordentlich habe. Und da brauche ich hier diese Unterstützung von dem Gerät nicht. Ich kann mich auch selber ganz gut organisieren. Insofern ging es mir nur darum, möglichst lange Ruhe zu haben. Jetzt habt ihr das eben gesehen, wie ihr das hinbekommt mit dem Launch-Tester. Und hätte ich gesagt, gehen wir nochmal zurück in die Oberfläche vom Launch-Tester. So, jetzt habt ihr eben gesehen, ich habe mit der GoPro ja nochmal gefilmt. Die Information im Bordcomputer ist weg, die Warnmeldung ist weg. Jetzt müssen wir hier, wie gesagt, noch die Verbindung lösen, bevor wir den Schlüssel ziehen, indem wir einfach nochmal komplett zurückgehen. Wie gesagt, hier gibt es auch noch andere Servicefunktionen. Wenn man die Bremse zum Beispiel tauscht oder erneuert, dann kann man die elektronische Rückstellbremse auf der Hinterachse kann man hier zurückfahren. Ist ja wichtig, damit man eben den neuen Bremsbelag einsetzen kann. Also solche Funktionen finden sich hier oder auch um die Kühlmittelpumpe anzusteuern, zum Entlüften und so weiter und so fort. Also wie gesagt, gibt es diverse Servicefunktionen, auch die Rücksetzung haben wir jetzt gesehen. Dann hier ganz wichtig, wie gesagt, bevor wir die Zündung ausschalten, eben die Diagnosesitzung einmal zu beenden, damit sozusagen die Kommunikation unterbrochen wird zwischen Gerät und Steuergerät, also zwischen dem Tester und dem Steuergerät vom Auto. Haben wir jetzt gemacht. Jetzt können wir den Zündschlüssel wieder rausnehmen und jetzt können wir auch die Verbindung von unserem Tester wieder lösen. Wie gesagt, falls ihr Interesse habt, auch mal ein bisschen was zum VCDS zu sehen hier auf dem Kanal, meldet euch gerne. Ich habe das VCDS bereits einmal genutzt, um bei mir am MMI eben entsprechend dieses Willkommenslogo zu ändern. Falls ihr, wie gesagt, in die Richtung Interesse habt, gerne in die Kommentare schreiben. Dann mache ich da mal ein Video. Ansonsten den Tester werdet ihr häufiger mal sehen können in meinen Videos, weil ich den eben immer wieder mal nutze. Zum Beispiel auch, wenn es dann nachher darum geht beim M2. Wenn ich die Turbos getauscht habe, muss ich wahrscheinlich das Kühlsystem noch mal entlüften. Dann werde ich versuchen, die Kühlmittelpumpe eben mit dem Tester anzusteuern. Oder wenn ich hier beim S6 dann hinten mal die Bremsbeläge erneuere, da habe ich ja auch schon alles eingekauft, sprich Scheiben und Beläge. Allerdings sind sie noch gut. Wenn es dann aber zum Wechsel kommt, kann ich eben mit dem Gerät hier entsprechend die Feststellbremse, die elektronische, hinten öffnen, damit ich eben die Belege tauschen kann. Also heute ein kleines Video zum Thema Servicerückstellung mittels eines solchen Testers. In dem Fall war das jetzt ein Launchgerät. Gibt es aber auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel VCDS oder andere Hersteller. Ich habe auch noch Geräte spezifisch für BMW. Hilfreich sind die auf jeden Fall, zum einen zum Lesen der Fehlercodes, zum anderen zum Löschen der Fehlercodes oder eben solcher Spezialfunktionen. Und jetzt habt ihr gesehen, wie ihr hier am Audi mit so einem Gerät den Serviceintervall eben selber zurückstellen könnt. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit einschaltet. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.